Willkommen zurück bei MyFunke Live. Heute seht ihr ein Interview mit Jonathan Babelotzki. Einige meiner Zuschauer kennen dich eventuell noch nicht, deshalb magst du dich mal vorstellen? Gerne. Ich bin Jonathan Babelotzki, ich bin der politische Geschäftsführer der Bayerischen Piraten, studiere Volkswirtschaftslehre und Informatik an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München und bin weiterhin auch noch auf Bundesebene Themenbeauftragter für Uploadfilter und Urheberrecht. Genau. Bin einfach nur ein Student, der sich politisch engagiert und ja. Funko Live Interview Teil 1. Im Frühjahr des Jahres gab es zahlreiche Demonstrationen zum Thema EU-Urheberrechtsreform. Wie und wann hast du zuerst von diesem Thema erfahren? Das ist schon länger her. Also zuerst erfahren von dem ganzen Thema habe ich 2017. Es gab da im Januar eine Studie von der Cambridge-Universität von der Dr. Christina Angelopoulos, die damals festgestellt hat, dass gewisse Artikel 11 und 13 einer Urheberrechtsreform so nicht mit der Europäischen Verfassung vereinbar sind und aufgrund von sämtlichen Direktiven etc. Direkt vom Europäischen Gerichtshof gekippt werden würde. Und von dieser Studie habe ich kurze Zeit, nachdem sie veröffentlicht wurde, erfahren. Und das war im Endeffekt das erste Mal, als ich vom Thema Urheberrechtsreform von diesen leidigen beiden Artikeln, die jetzt 15 und 17 sind, mitbekommen habe. Allerdings damals einfach aufgrund der Tatsache, dass es gemäß Studie direkt wieder gekippt worden wäre, habe ich es noch nicht so für nötig gefunden, mich da ausführlich darüber zu informieren. Das ist dann erst später gekommen, als dann Axel Voss im Juni Berichterstatter geworden ist, mehr oder weniger also mit dem Auftrag, die Forderungen gleichzulassen in diese Urheberrechtsreform, aber das Ganze so umzuformulieren, dass es nicht gekippt werden kann vom Europäischen Gerichtshof. Und als die das dann versucht haben, da mehr oder weniger habe ich so mich ein bisschen mehr da reingelesen und ich war damals dann irgendwann im Kreisvorstand, habe dann überlegt, einen Artikel drüber zu schreiben, habe das dann gelassen. Irgendwann habe ich dann Vorträge drüber gehalten und doch Artikel drüber geschrieben, habe ein YouTube-Video gemacht, wurde dann Landesthemenbeauftragter für Urheberrecht und Uploadfilter. Dann wurde ich irgendwann Bundesthemenbeauftragter, dann wurde ich zum politischen Geschäftsführer gewählt und die beiden Ämter habe ich heute noch. Ja. Für welche Themen hast du dich denn vorher ebenso stark eingesetzt? Also ich hatte zwar das Thema Urheberrechtsreform eigentlich schon die ganze Zeit, seit ich bei Piraten bin, so ein bisschen auf dem Schirm. Allerdings war das nicht das, wofür ich mich ursprünglich stark eingesetzt hatte. Also natürlich mit ganz vielen anderen Piraten zusammen haben wir uns bei NoPAC eingesetzt, die Proteste gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz mit der drohenden Gefahr, Überwachung, Einschränkung der Rechtssicherheit, Polizeiwillkür etc. Also einfach ein Gesetz, was die CSU auf den Weg gebracht hat, was halt im Endeffekt nicht mehr wirklich garantiert, dass man, wenn man unschuldig ist, nicht ins Gefängnis kommt oder andere Probleme kriegt, also ein Angriff auf die Unschuldsvermutung. Da habe ich mich stark eingesetzt Thema Bildungspolitik war ich auch ein bisschen aktiv. Wir haben eine Bildungsreform ausgearbeitet hier in München. Dann haben wir die mit bereits bestehenden Reformen abgegleicht und haben dann das doch wieder verworfen. Aber haben wir 4 Monate dran gearbeitet und eine ganze Menge gelernt hier. Und das sind mehr oder weniger die Themen, für die ich mich sonst so eingesetzt habe. Ja, was hat dich denn dann bewegt, dich den europaweiten Protesten genau anzuschließen? Also gibt's da irgendwie ein Ereignis, wo du dir denkst, okay, jetzt reicht's mir, jetzt muss was getan werden, jetzt bin ich am Start? Ich muss dazu sagen, ich habe mich bereits in Sachen Urheberrechtsreform engagiert, als es noch gar keinen Protest gab, also weder lokal noch europaweit. Was viele nicht wissen, 2018 hatten wir bereits schon einmal den Versuch, europaweite Proteste zu starten gegen die Urheberrechtsreform. Allerdings hatten wir da nur Piraten, die das organisiert haben. Dementsprechend sind die Proteste auch relativ klein ausgefallen mit irgendwie 50, 60 Leuten. So groß ist unsere Reichweite nicht. Und erst dann kurz vor der Europawahl, wo dann auch noch die anderen Parteien mit auf unsere Proteste gegen die Urheberrechtsreform aufgesprungen sind, weil man das ja auch ideal als Plattform für den Wahlkampf nutzen kann. Erst da haben wir dann eine relevantere Menge an Menschen zusammengebracht. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen kann, dass ich mich den Protesten angeschlossen habe, aber ich war auf jeden Fall dabei, als sie entstanden sind. Weil du gerade von den anderen Parteien geredet hast, jetzt ist natürlich die Frage, auf der Demo in Nürnberg war es zum Beispiel so, dass da auch die jungen Sozialdemokraten mitgelaufen sind, vor deren Parteizentrale allerdings dann auch Reden dagegen gehalten wurden. Was sagst du dazu? Naja, also klar, ein Thema, was in der Öffentlichkeit eine eindeutige Akzeptanz hat, also gerade bei den jungen Wählern ist im Endeffekt die Mehrheitsmeinung gewesen, diese Urheberrechtsreform wollen wir nicht, auch bei bei den ganzen YouTubern, den Influencern. Es hat jetzt nicht dem eigenen Ansehen geschadet, wenn man sich dagegen ausgesprochen hat, und genau solche Themen sind es natürlich, mit denen Parteien sich gerne profilieren, und klar hast du dann, wir hatten auf einer Demo hier in München tatsächlich mal auch normale Demonstranten von der Jungen Union mit auf der Demonstration, obwohl die eigene Mutterpartei das ganze Jahr erst in die Wege geleitet hat. Und klar ist das natürlich, was da auf der Demo rumläuft, auch irgendwo an halt auch Wählerschaft. Und was schadet es denn da, wenn da irgendjemand mit Flagge rumläuft und sagt, hey, wir stehen auch dahinter? Ich meine, die Spitzenpolitiker müssen ja deswegen nicht unbedingt dann tatsächlich die Position vertreten, wie die Leute, die auf einer Demo Fahnen schwenken. Einige der Demonstrationen sind durch dich entstanden. Ja, welche waren das denn und warum gerade da und zu diesen Zeitpunkten? Gut, es gab ziemlich viele Demonstrationen von mir, weil irgendwie es hat halt Spaß gemacht, das anzumelden und alles, und es ist schon ganz witzig. Wir hatten 2 Demonstrationen, die einen besonderen Ort hatten. Das war einerseits natürlich die Demo vor der CSU-Parteizentrale, wo ich einen Tag vorher auf Twitter geschrieben habe, hey, wer hat Lust, der CSU einen kleinen Besuch abzustatten, als der Kommissionspräsident EVP-Präsident Manfred Weber vorgeschlagen hatte, die Abstimmung vor die europaweiten Proteste vorzuziehen. Einen Tag später standen wir mit 2500 Menschen vor der CSU, haben Die Gedanken sind frei in deren Richtung gesungen, gibt es auch ein schönes Video auf YouTube. Und der andere Ort war die Auftaktveranstaltung für den europaweiten Protesttag am 23.03. Der war in Nürnberg am Kornmarkt vor der Straße der Menschenrechte, und den Ort hatten wir natürlich bewusst so gewählt, weil als europäische Auftaktveranstaltung, wo alle möglichen Gäste aus ganz Europa, die dort die Proteste leiten, zum Beispiel aus Polen oder aus Tschechien, hatten wir da Leute da, die Straße der Menschenrechte einfach aufgrund des Namens schon so einen gewissen Effekt hat, dass man quasi sagt, wir demonstrieren für Menschenrechte, im Endeffekt für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, für Freiheit allgemein, und das vor der Straße der Menschenrechte, diesen Ort hatten wir natürlich halt bewusst so gewählt. Die anderen Proteste in Nürnberg oder in München oder in anderen Städten habe ich einfach nach Plätzen geschaut, wo Demos halt so stattfinden, und irgendwie Marienplatz, Odeonsplatz oder auch andere Plätze jetzt in Nürnberg. Das hatten jetzt nicht irgendwelche besondere Bedeutung, sondern einfach an den Platz gegangen, weil da viele Demos stattfinden. Bist du denn als Organisator mit den Teilnehmerzahlen zufrieden? Also ich habe schon gemerkt, mit den 2500 nach einem Tag warst du auf jeden Fall zufrieden, aber wie sieht es mit den anderen Demos aus? Ja, also mit den 2500 war ich übertrieben zufrieden, einfach aufgrund so kurzer Zeit so viel Mobilisierung zu erreichen, ist schon was sehr Besonderes. Mit dem europaweiten Protesttag war ich auch ziemlich zufrieden. Also wir hatten in ganz Europa über 200.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. In München alleine 50.000, wenn ich keine Demonstrationen übersehe, war das die größte Demo seit dem Mauerfall, auch wenn nicht in dem Maße darüber berichtet wurde, leider. Mit den Teilnehmerzahlen bin ich durchaus zufrieden, nur ist natürlich schon enttäuschend, dass trotz so hoher Teilnehmerzahlen die Proteste selbst und die Urheberrechtsreform so wenig in den Medien stattgefunden haben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte so eine Urheberrechtsreform denn für dich aussehen, dass du dir denkst, okay, das können wir so machen?
Also eine bessere, also wie es besser geht mit dem Urheberrecht. Wir haben seit 2011 schon einen 84-Punkte-Plan erarbeitet. Also Urheberrecht ist eine relativ komplexe Angelegenheit, weil es da eine ganze Menge Interessensgruppen gibt, die es zu beachten gibt. Da haben wir damals uns mit Vertretern der GEMA, mit anderen Verwertungsgesellschaften, mit Vertriebsgesellschaften und natürlich auch mit Künstlern, Wissenschaftlern und auch einfach nur normalen Bürgern und natürlich auch Piratenpolitikern zusammengesetzt und in etlichen Konferenzen, Anhörungen, Meetings und so weiter diese 84 Punkte erarbeitet, wie es mit dem Urheberrecht besser geht. Ich denke, das Interview ist nicht lang genug, als dass ich das jetzt Stück für Stück durcharbeiten könnte. Der Grundtenor ist, dass man sagt, dass man tatsächlich die Urheber und die Allgemeinheit stärkt von ihren Rechten her und die Verwertungsgesellschaften oder wieder ein bisschen schwächt. Also wir haben in den letzten Jahren immer mehr den Trend, dass die Urheber immer stärker Rechte verlieren und das zugunsten der Verwertungsgesellschaften geht und das muss umgedreht werden. Und wir brauchen eine Liberalisierung vom Urheberrecht. Also klar, wir müssen darauf achten, dass die Künstler und Urheber gezahlt werden, dass sie von ihrem Job leben können. Und was dabei auch wichtig ist, dass sie ihren Job auch ausüben können. Also ich meine, gerade als YouTuber verwendet man sehr gerne Zitate und Videoausschnitte und es muss garantiert sein, dass man diese Zitate und Videoausschnitte bekommt. Es muss aber auch für denjenigen, von dem die Zitate und Videoausschnitte kommen, garantiert sein, dass wenn jemand anderes mit seinen Inhalten Geld verdient, dass er dann auch was von dem Geld abbekommt. Also von der Denkweise her, statt dass wir sagen, wir verhindern alles, wo halt jetzt die Ausschnitte verwendet werden, gehen wir in ein Urheberrecht, was dann dafür sorgt, dass die Geldverteilung fair funktioniert. Und natürlich müssen wir auch stärker differenzieren. Also es kann nicht sein, dass für eine Webseite dasselbe Urheberrecht gilt wie für jetzt ein gedrucktes Buch, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Medien sind und da muss man einfach schauen, dass man da auch eine Differenzierung hinbekommt. Jetzt hast du da schon einiges drüber geredet und jetzt ist natürlich auch die Frage, wo kann man denn das Ganze lesen, wenn man jetzt eben auch die 480 Punkte alle ordentlich nochmal nachlesen möchte? Genau, also dieser 84-Punkte-Plan ist überall im Internet zu finden. Ein Weg, wo ich den immer herhole, wir haben eine Wiki-Seite, AG Urheberrecht, da ist der verlinkt und ja, einfach AG Urheberrecht 2011, 84-Punkte-Plan. Ich denke, ich werde dir einfach noch den Link zuschicken, du kannst es ja in die Videobeschreibung stecken und dann können die Leute da direkt draufklicken, statt ewig rumzusuchen. So, als nächste Frage ist natürlich ja so eine Art Generationsfrage. Wenn man sich auf den Demos so umsah, dann sah man zum Großteil Leute unter 30. Während in den Parlamenten eben das Durchschnittsalter eher, ja, sagen wir mal, einige Jahre höher ist. Und viele gehen deshalb von einem Generationskonflikt aus. Auch viele Zeitschriften berichten darüber. Wie stehst du zu der Tatsache? Also wir müssen natürlich auch nochmal, also es gibt hier zwei unterschiedliche Personengruppen, die wir betrachten müssen mit diesem Konflikt. Natürlich einerseits die Parlamentarier und die normale Bevölkerung. Bei den Parlamentariern ist es relativ leicht erklärt. Wir haben Parteien im Parlament sitzen, die CDU, CSU, die SPD, die Linke, die Grüne, die FDP, die sitzen da nicht seit gestern erst. Die hatten schon Parlamentserfahrung und haben da viel gemacht, bevor das Internet aufkam. Und für die ist das Internet jetzt nichts, was ihnen Bekanntheit und Einfluss bringt, sondern es ist mehr eine Säge, die sich ständig an ihrem Stuhl rumnagt. Und es ist jetzt nicht so, dass sie das Internet für sich selbst, für ihre Stimmen, für ihre Zukunft und ihre Existenz als Chance begreifen, sondern mehr oder weniger als Risiko begreifen. So nach dem Motto, die CDU gewinnt keine Wählerstimmen, wenn sie jetzt hier gut auf YouTube ein Video macht, aber sie kann sehr viele verlieren, wenn irgendeiner auf YouTube ein Video gegen sie macht. Und dementsprechend ist natürlich die Motivation bei den Politikern im Parlament, zumindest bei denen von den Parteien, die nicht durch das Internet groß geworden sind, sondern bereits davor sich etabliert haben, nicht so gegeben, ein freies Internet zu schützen, was natürlich nicht heißt, dass sie grundsätzliche Motivation haben, das einzuschränken, auch wenn man bei einigen Politikern das Gefühl hat, dass das durchaus so ist. Allerdings die Motivation, etwas zu schützen, was die eigene Existenz mehr gefährdet, als dass es sich lohnt, ist natürlich nicht so hoch und
Bei der Bevölkerung lässt sich natürlich auch einen kleinen Unterschied erkennen. Wenn wir jetzt irgendwelche Leute nehmen, die 1960 geboren sind die sozialisiert und aufgewachsen ohne Internet, ohne auf Wikipedia nachschlagen zu können, wenn sie in der Schule oder in der Uni was nicht verstanden haben, ohne Kochrezepte für den Rosinenkuchen googeln zu können, falls sie gerade in der Küche hilflos rumstehen und in 2 Stunden der Besuch kommt. Und diese Menschen haben gelernt, ohne Internet zu leben, sind damit aufgewachsen und irgendwann ist das Internet gekommen und es hat das Leben zwar deutlich leichter gemacht und es ist auch ganz interessant, mal hier andere Meinungen zu hören, als das, was aus den Medien kommt und so weiter, aber es ist für sie durchaus verzichtbar, weil sie lange Zeit ohne Internet gelebt haben. Während hingegen die Millennials, also Menschen wie du und ich, die halt eher der jüngeren Generation angehören, mit dem Internet aufgewachsen sind und es gar nicht anders kennen. Ich meine, wenn ich jetzt in der Küche stehe und weiß, in 2 Stunden kommt meine Freundin zu Besuch und ich muss irgendwas zu essen machen und ich weiß nicht was, greife ich zu Google und wenn es jetzt kein Internet gäbe und ich könnte das nicht googeln, ich wäre aufgeschmissen. Würde wahrscheinlich Nudeln in den Topf machen und ohne alles und sagen, okay, kein Kochbuch, dann gibt es halt Nudeln. Und das ist halt die Wichtigkeit. Es ist für die Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die es gar nicht anders kennen, einfach viel höher. Weshalb es ist auch einfach ein Teil des Lebens, der nicht wegdenkbar ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, zu studieren, ohne Wikipedia zu benutzen, auch wenn man das hier laut Professoren nicht benutzen soll. Und auch einfach deswegen, weil es so unverzichtbar ist für die jüngere Generation, ist ja auch viel verbissener, es zu verteidigen, während bei der älteren Generation ist auch durchaus, natürlich gibt es auch Leute, die das Internet verteidigen und damit sozialisiert sind inzwischen, aber es gibt auch natürlich an der älteren Generation Leute, die Angst davor haben. Die sagen, ich kann das nicht benutzen, es macht mir Angst, es ist irgendwas Neues, irgendwie meine Enkeln reden nicht mehr mit mir, sondern die wollen immer nur dieses WhatsApp und ich kann das nicht bedienen und eigentlich ist das ja alles voll doof und was bringt mir denn das? Und ich denke, da ist halt auch einfach der Konflikt. Ja, jetzt kann man natürlich sehen, dass ältere Leute nicht wirklich auf das Thema aufmerksam werden. Was kann man denn deiner Meinung nach dagegen tun, damit eben auch ältere Leute sich denken, okay, das ist ein wichtiges Thema, auch wenn es jetzt mich direkt nicht betrifft, sondern eher meine Enkel. Aber ja, was kann man denn da so tun? Das ist eben die große Schwierigkeit bei diesem Thema. Also wie erkläre ich jetzt meiner Großmutter, die mich davon abbringen will, WhatsApp zu nutzen, dass sie das Internet schützen muss, damit ich weiter Messenger bedienen kann. Das ist natürlich ein riesiges Dilemma. Also klar, reden hilft, den Leuten klar machen, dass es auch um Grundsätzliches geht. Also ich kann jetzt keiner älteren Dame, die Wikipedia und Telegram und sonst was alles ablehnt, nicht erklären, warum sie das jetzt schützen soll, aber ich kann ihr erklären, dass Meinungsfreiheit wichtig ist, dass Pressefreiheit wichtig ist, Informationsfreiheit wichtig ist und dass, wenn das eine eingeschränkt ist, das nächste nicht weit ist. Also wenn ich jetzt sage, ich schränke jetzt ein, irgendwie jetzt mit einem Leistungsschutzrecht, dass bestimmte Unternehmen, bestimmte Webseiten jetzt hier die DPA nicht mehr zitieren dürfen und Co. Wenn ich das mit irgendwelchen Gesetzen einschränke, dann kann ich das auch weiterspinnen und sagen, das kann aber auch im analogen Bereich passieren. Und willst du das? Während den Anfängen. Und ja, das ist im Endeffekt, aber das Wichtigste ist natürlich reden. Also wenn die Enkel nicht auf die Großeltern zukommen und sagen, hey, hier muss was getan werden, hier ist Not am Mann, dann tut es niemand, weil im Fernsehen findet das Thema aufgrund der Komplexität und einfach aufgrund der fehlenden Quoten, die mit dem Thema kommen, nicht statt. Und nur die junge Generation größtenteils informiert sich über das Internet, während ich, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld schaue, ältere Menschen sehe, die halt sich eigentlich nur über die klassischen Medien informieren. Ja, jetzt gibt es im Zuge des Protestes ja einige Organisationen, zum Beispiel Save Your Internet und Stop ACTA 2. Ja, jetzt ist die Frage, was hat es denn damit auf sich? Warum gibt es 2 und wie unterscheiden die sich überhaupt? Also Save Your Internet und Stop ACTA 2 sind 2 verschiedene Organisationen, die sich gegründet haben, um die Urheberrechtsreform zu bekämpfen. Save Your Internet hat seinen Ursprung in Deutschland, Stop ACTA 2 hat seinen Ursprung in Polen. Und im Endeffekt stehen beide für das Gleiche, für Demonstrationen gegen die Urheberrechtsreform und
Sie stehen aber auch in einem Konflikt, weil Stop ACTA 2 ist in Deutschland hier mehr Einfluss hätte, genauso wie Save Your Internet gerne in Polen mehr Einfluss hätte, und im Endeffekt sind das zwei konkurrierende Organisationen mit ehrlosen Aktivistenzusammenschlüssen, die sich gegen die Urheberrechtsreform engagieren. Ja. Also so viele Unterschiede bis auf den Namen gibt es da eigentlich nicht wirklich, außer dass jetzt vielleicht Save Your Internet doch eine festere Führungsstruktur hat als Stop ACTA 2 und Stop ACTA 2 mehr in mehr Ländern unterwegs ist. Also die sind auch noch in Niederlande, in Frankreich sind die auch noch in Griechenland unterwegs, und Save Your Internet ist in Deutschland unterwegs. In Österreich haben die auch noch einen Ableger, aber das war's dann auch schon. Jetzt ist die Frage, was ist dir persönlich sympathischer, oder sagst du dir, okay, kann man eigentlich beides unterstützen? Das ist eine schwierige Frage. Also man kann mit beiden zusammenarbeiten, und ich denke, da wir alle für das gleiche Ziel kämpfen, die Urheberrechtsreform abzumildern oder loszuwerden, ist es auch wichtig, mit allen zusammenzuarbeiten und jetzt nicht zu sagen, mir passt die Nase nicht, deswegen dürfen die jetzt nicht mit auf die Demo. Naja, die Demos selbst, das Geld und die Manpower kamen eigentlich hauptsächlich von Piraten. Und wenn uns da andere unterstützen, wir nehmen jede Hilfe, die kommt. Als nächstes gibt es natürlich auch Kritiken zu dem Protest, und die Kritiker behaupten, dass sich vor allem auf Beschimpfungen der etablierten Parteien begrenzt wurde. Wie stehst du zu dem Thema? Also diese Hashtags nie wieder CDU, CSU und nie wieder SPD haben durchaus dominiert in der Debatte, das muss man schon zugeben. Ich sehe es ein bisschen strohmannmäßig, genauso wie jetzt mit zum Beispiel dieser Fridays for Future Debatte. Die einen sich auf ein 16-jähriges Mädchen versteifen, was die Medienwelt irgendwie nach oben gepusht hat, und die kritisieren, und die anderen über Umweltschutz reden und alle aneinander vorbeireden. Es ist genauso mit der Urheberrechtsreform, dass die Kritiker der Urheberrechtsreform sich über die einzelnen Artikel und ihre Folgen beschweren, und die Befürworter nicht auf die Kritikpunkte eingehen, sondern stattdessen lieber irgendwelche Hashtags und Beschimpfungen von Parteien kritisieren. Ich denke, es wäre förderlich, wenn die Debatte aufeinander zugehen würde, wenn die Leute tatsächlich über die Themen diskutieren würden, und ich denke, wären die CDU und die SPD als Verursacher der ganzen Misere auf die Argumente eingegangen, hätten sich auf eine Debatte eingelassen, ich denke, dann wären auch diese Hashtags nicht so groß aufgekommen. Die sind ja eigentlich aufgrund dessen, aufgrund des Frustes und über die Untätigkeit und die Ignoranz der beiden großen Parteien sind die beiden Hashtags aufgekommen, und klar, man kann darüber streiten, ob es zum guten Ton gehört, solche Hashtags zu benutzen. Ich denke allerdings nicht, dass das in irgendeiner Weise so problematisch ist, wie das oft dargestellt wird. Hat dir dieses Video gefallen? Bewerte jetzt und schreib deine Meinung. Für weitere Videos von myfunko Live kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren.